Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Our wonderful brothers and sisters. Unsere wundervollen Brüder und Schwestern. Are you getting familiar with the spiritual realities around you? Macht ihr euch mit den geistlichen Realitäten um euch herum vertraut? For you know full well that when you were unbelievers, that's verse 2, you were often led astray in one way or another by your worship of idols, which are incapable of talking with you. 1. Korinther 12,2. Denn ihr wisst genau, dass ihr, als ihr ungläubig wart, oft auf die eine oder andere Weise in die Irre geführt wurdet, weil ihr Götzen angebetet habt, die nicht in der Lage sind, mit euch zu reden. Look, we have to remember Schau, wir müssen uns daran erinnern, that in order to really grab hold of anything that the epistles are saying, dass wir, um die Aussagen der Briefe wirklich verstehen zu können, we have to always remember in which cultural context this was written to. wir immer daran denken müssen, in welchem kulturellen Kontext sie geschrieben wurden. Because if Paul would write this same letter today to some church in Europe, for instance, he would write different things. Denn wenn Paulus denselben Brief heute zum Beispiel an einige Gemeinden in Europa schreiben würde, würde er etwas anderes schreiben. See, in Corinth there was a lot of idol worship. In Korinth gab es viel Götzenanbetung. The temples were full of idols which people worship. Die Tempel waren voller Götzen, die die Menschen anbeteten. They even had temple prostitutes. Sie hatten sogar Tempelprostituierte. They sacrificed food to these demons, to these idols. Sie opferten diesen Dämonen, diesen Götzen Essen. So Paul is saying that because this was your culture, this was normal to you. Paulus sagt also, dass das für sie normal war, weil es ihre Kultur war. See, he said, you know full well. It's like you guys know what it was like. Und er sagt, ihr wisst sehr wohl, was so viel heißt wie, ihr wisst, wie es war. That when you were unbelievers, you were led away by these idols, but they couldn't even talk to you. Als ihr ungläubig wart, wurdet ihr von diesen Götzen verführt, aber sie konnten nicht einmal mit euch reden. Look, does this even have any application for us today in the modern world? Hat das irgendeine Bedeutung für uns heute in der modernen Welt? I believe it does. Ich glaube schon. It's funny that we have so many idols that we worship, but yet they are much more subtle and hidden. Es ist komisch, dass wir so viele Götzen haben, die wir anbeten, aber sie sind viel subtiler und versteckter. You know, the first question we actually have to ask is, what is an idol? Die erste Frage, die wir uns tatsächlich stellen müssen, ist, was ist ein Götze? You know, the Greek word is a very, very simple explanation. Das griechische Wort ist eine sehr, sehr einfache Erklärung. It's an image that represents something that we worship. Es ist ein Bild, das etwas repräsentiert, das wir anbeten. You know, what does it mean to worship? Was bedeutet es, anzubeten? To worship, it means to surrender to. Anbeten bedeutet, sich hinzugeben. So let's put this into today's language. Lasst es uns in der Sprache von heute ausdrücken. Anything that you surrender to is an idol. Alles, dem du dich hingibst, ist ein Idol. Because that's what worship means. Worship means to bow down and to surrender. Denn das ist es, was Anbetung bedeutet. Anbetung bedeutet, sich zu verbeugen und sich hinzugeben. Many years ago, I was a blogger. Vor vielen Jahren war ich ein Blogger. And when I used to be a blogger, one of the blogs I did was about true worship. Und in einem Blog ging es um wahre Anbetung. And I studied worship in the Bible and I found out that it's never connected to music. Ich habe Anbetung in der Bibel studiert und herausgefunden, dass sie nie mit Musik in Verbindung gebracht wird. The very first mention of worship is actually with Abraham. Die allererste Erwähnung der Anbetung findet sich tatsächlich bei Abraham. When Abraham went to sacrifice his son Isaac. Als Abraham loszog, um seinen Sohn Isaak zu opfern. And he said to his servants, you stay here, said the servant, and I and the boy are going there to worship. Und er sagte zu seinen Dienern, ihr bleibt hier, ich und der Junge gehen, um anzubeten. So do you really think he went with Isaac up on the hill and then he put a altar there? He put Isaac on top of the altar, then he sang a song? Glaubst du wirklich, dass er mit Isaak auf den Hügel ging, einen Altar errichtete, Isaak auf den Altar legte und dann ein Lied sang?
Of course not. Natürlich nicht. What do? Was tat er? He went there and he did exactly as God told him to surrender his son. Er ging dorthin und tat genau das, was Gott ihm aufgetragen hatte. Er opferte seinen Sohn. Er gab seinen Sohn hin. But unfortunately today we have connected the word worship with some beautiful music. Aber leider haben wir heute das Wort Anbetung mit schöner Musik verbunden. You know, the music that we sing are praise, but it's not worship. Die Musik, die wir singen, ist Lobpreis, nicht Anbetung. Worship means an absolute surrender. Anbetung bedeutet eine absolute Hingabe. So these people in Corinth, they worshipped to idols. They surrendered to some images. Diese Leute in Korinth beteten Götzen an. Sie gaben sich irgendwelchen Bildern hin. So Paul is saying to them, don't be confused about spiritual realities. Paulus sagt zu ihnen, lasst euch nicht von den geistlichen Realitäten verwirren, Because you even know that all these different idols that you surrendered to, they can't even talk to you. denn ihr wisst selbst, dass all diese verschiedenen Götzen, denen ihr euch hingebt, nicht einmal mit euch reden können. Think about it. Denkt darüber nach. Even Christians today, they have surrendered to so many other things than to God. This is idolatry. Selbst Christen haben sich heute so vielen anderen Dingen hingegeben als Gott. Das ist Götzendienst. People surrender to worship, that means to money, that means they allow money to dictate their behavior. Menschen geben sich dem Geld hin, das heißt, sie lassen sich ihr Verhalten von Geld diktieren. They surrender to spiritual leaders or pastors, Sie unterwerfen sich geistlichen Führern, Pastoren. meaning they now control what I have to do. Das heißt, sie kontrollieren jetzt, was ich zu tun habe. They surrender to some career. Sie geben sich einer Karriere hin. The career now decides what I have to do. Und die Karriere entscheidet nun, was ich zu tun habe. And what happens? Was passiert? When they are stuck or they are confused, they don't know where to go, Wenn sie feststecken, verwirrt sind oder nicht wissen, wohin sie gehen sollen, they cry, I need a prophetic word, please pray for me. weinen sie. Ich brauche ein prophetisches Wort. Bitte bete für mich. Where are all these idols now? Wo sind jetzt all diese Götzen? They can't talk. Sie können nicht sprechen. In reality, what Paul said here, what they experienced, is so much of what we experience today too. In Wirklichkeit ist das, was Paulus hier sagt, was sie erlebt hatten, so sehr das, was auch wir heute erleben. We surrender to so many things, and when we need to hear from God, we can't hear it because we've been trying to listen to idols who can't talk. Wir geben uns so vielen Dingen hin und wenn wir von Gott hören müssen, können wir ihn nicht hören, weil wir versucht haben, auf Götzen zu hören, die nicht reden können. So here's my question. Hier ist meine Frage. Have you surrendered to anything outside of God? Hast du dich irgendetwas außer Gott hingegeben? If you have, you are actually living in idolatry. Wenn du das getan hast, lebst du tatsächlich im Götzendienst. You see, once you realize that the only one who can actually communicate to us from spirit to spirit is God. Sobald du begreifst, dass Gott wirklich der Einzige ist, der mit uns von Geist zu Geist kommunizieren kann, All the other idols, they don't have a voice. denn all die anderen Götzen haben keine Stimme. Because we allow these idols to control so much of our lives, Weil wir zulassen, dass diese Götzen so viel von unserem Leben bestimmen, we have closed our spiritual ears to the true voice from heaven, haben wir unsere geistlichen Ohren für die wahre Stimme des Himmels verschlossen, which is already inside of us. die bereits in uns ist. So ask the Holy Spirit today, Also frage den Heiligen Geist heute. is there any idolatry in my life? Gibt es Götzendienst in meinem Leben? Do you know you can even have your husband or your wife or your children as an idol? Weißt du, du kannst sogar deinen Mann, deine Frau oder deine Kinder als Götzen haben. I've seen many Christian leaders who have their ministry as an idol. Ich habe viele christliche Leiter gesehen, die ihren Dienst wie ein Götze betrachten. I remember one day when a man reacted very aggressively towards another Christian minister. Ich erinnere mich an einen Tag, an dem ein Mann sehr aggressiv auf einen anderen christlichen Pastor reagierte. And when he was confronted, he said this, Als er zur Rede gestellt wurde, sagte er Folgendes. I will never say a good word about that man because he almost destroyed my ministry. Ich werde nie wieder ein gutes Wort über diesen Mann verlieren, denn er hat fast meinen Dienst zerstört. I thought, oh man, he needs help. Ich dachte, oh je, er braucht Hilfe. My ministry. Meinen Dienst. You see, it's become an idol. Siehst du, ist zu einem Götzen geworden.
You don't surrender to your ministry. You don't surrender to your job. You don't surrender to money. You surrender only to God. Du gibst dich nicht deinem Dienst oder deinem Job hin. Du gibst dich nicht dem Geld hin. Du gibst dich nur Gott hin. And if God has a place for you to serve Him, you think as a man who can destroy that? Und wenn Gott einen Platz für dich hat, um ihm zu dienen, glaubst du, dass es einen Menschen gibt, der das zerstören kann? They couldn't do it with Paul, Bei Paulus konnten sie es nicht, even though they threw him into prison many times. auch wenn sie ihn viele Male ins Gefängnis geworfen haben. Let's hate idolatry. Lasst uns die Götzendienste hassen. See you tomorrow. Bis morgen.